Stell dir vor, es gibt eine Insel voller Traumstrände in Taiwan und trotzdem geht da niemand so richtig hin. Und wenn die Locals sich mal an den Strand verirren, dann hauptsächlich um Muscheln zu sammeln. Die Strände der kleinen Insel Kinmen sind ein echtes Provisorium. Und bei aller Einsamkeit ist der Sand aus Kinmen heiß begehrt. Besonders beliebt ist er bei den Chinesen. Die mögen den nämlich so sehr, dass sie ihn tonnenweise nach Xiamen in China importieren. Klingt alles ein bisschen verrückt, aber heute sprechen wir über die kuriosen Geschichten der Strände Kinmen. Hallo und herzlich willkommen zurück zum Kinmen Podcast. Mein Name ist Ferdinand Kunz und ich muss ganz ehrlich sagen, ich verbringe viel zu wenig Zeit an den Stränden Kinmens. Besonders selten gehe ich schwimmen, vielleicht ein Zeichen, dass ich mittlerweile sehr gut integriert bin. Denn die Kinmenesen, die ich kenne, gehen so gut wie nie ins Wasser und wenn doch, dann meistens um Austern und andere Meeresfrüchte zu ernten. Das ist tatsächlich eine sehr beliebte Freizeitbeschäftigung hier auf Kinmen. Es gibt einerseits Austernfarmen, aber auch viele Privatpersonen gehen in ihrer Freizeit an die Küste und sammeln dort je nach Saison Muscheln oder Seeschnecken oder andere Meeresfrüchte. Taiwanesen allgemein sind absolute Foodies, die für ein gutes Essen und gute Qualität keine Mühe scheuen. Ich habe das übrigens selbst ausprobiert in meinem Video über die besten Produkte Kinmens. Schwimmen und Sonnenbaden sind dagegen weniger populär und ich denke, das hat vor allem kulturelle Gründe. Viele Taiwanesen werden nicht gerne braun und vermeiden unnötige UV-Belastung. Trotzdem gibt es in Kinmen am Strand Umkleidekabinen und sehr saubere Badestrände, denn alle Strände stehen unter Verwaltung des Kinmen National Parks und sind somit öffentlich und damit auch komplett kostenlos. Das bedeutet aber auch, dass es am Strand keine Bars, keine Restaurants und keine Supermärkte gibt. Das sind wirklich Schutzzonen. Andererseits, es ist Taiwan und auch auf Kinmen ist der nächste Family Mart oder 7-Eleven nicht besonders weit entfernt. Zudem möchte ich euch beruhigen, es lohnt sich schon allein wegen der Strände nach Kinmen zu kommen. Es gibt keine bösen Überraschungen. Ihr könnt dort wirklich sehr gut Strandurlaub machen. Als ich im Jahr 2023 nach Kinmen gezogen bin, habe ich natürlich sehr früh ein Video über die Strände von Kinmen machen wollen oder auch gemacht, weil ich dieses Beachlife dokumentieren wollte. Und ich kann euch sagen, es ist eine wunderschöne Insel mit einer Vielzahl von sehr beeindruckenden Küstenabschnitten und es gibt auch wirklich tolle Badestrände, vor allem im Süden der Insel. Dort habt ihr zum Beispiel den Ozo Beach, wahrscheinlich den berühmtesten Strand von Kinmen, weil dort steht oder besser steckt ein Panzer der taiwanesischen Armee im Sand fest. Der ist während einer Übung vor vielen Jahren dort liegen geblieben und rostet seitdem vor sich hin, schaut der Ebbe und Flut beim Kommen und Gehen zu und natürlich ist das der Platz für die Instabangers, ein sehr beliebter Fotoort. Ich persönlich denke beim Thema Strand und Kinmen vor allem an die vielen Sonnenuntergänge. Das mache ich eigentlich mindestens einmal die Woche, dass ich an den Strand gehe abends nur für ein paar Minuten und mir einfach immer diese mega atemberaubenden Sonnenuntergänge anschaue, die du auf Kinmen hast. Sehr coole Sache. Bevor ich nach Kinmen gezogen bin, ging es mir so, dass ich sofort beim Thema Asien und Inseln an Beachlife, an Palmen, Strände, Cocktails und so gedacht habe. Und das gibt es auch so ein bisschen auf Kinmen, aber hinter den Stränden von Kinmen steckt viel mehr. Das ist eine kleine Vorwarnung für alle, die es hier als Reiseführer nutzen möchten. Ich werde später noch über die besten Strände der Inseln sprechen. Das hier ist aber kein klassischer Reiseführer. Es lohnt sich aber trotzdem dran zu bleiben, denn einerseits stelle ich euch ein unglaubliches Naturphänomen vor, die sogenannten blauen Tränen der Insel. Die gibt es wirklich nur hier auf Kinmen und an einigen wenigen anderen Orten auf der Welt. Andererseits gibt es auch einige echt kuriose Geschichten rund um die Strände der Insel. Deshalb solltet ihr euch das unbedingt anhören und dranbleiben. Und wie versprochen,
ich stelle euch meine persönlichen Favoriten am Ende der Episode ebenfalls vor. Aber kommen wir jetzt zu meinem Lieblingsthema, den sogenannten Blue Diamonds. Dabei handelt es sich um ein Naturphänomen, das dafür sorgt, dass das Meer blau leuchtet. Ich kann euch versichern, das Meer erstrahlt wirklich in einem tiefen, magischen Blau. Das Leuchten wird von einer bestimmten Art von Plankton verursacht. Die nutzen das als eine Art Abwehrmechanismus. Ich beschreibe das gern als eine Art Glühwürmchen unter Wasser, was bestimmt die Biologinnen und Biologen unter euch kritisieren dürfen. Ich habe ein paar Aufnahmen mit meinem sehr bescheidenen Equipment in der Dunkelheit gemacht und auch wenn das Licht nicht so gut war, sieht man auf jeden Fall, wie unglaublich magisch, wie unglaublich schön dieses blaue Leuchten ist. Mit professionellem Equipment gibt es natürlich bessere Aufnahmen und die findet ihr auch online. Die Blue Diamonds echt und live zu sehen, ist gar nicht so einfach. Ihr müsst dazu in der richtigen Jahreszeit auf Kinmen sein, am besten April, Mai oder Juni. Es muss eine mondlose Nacht bei Flut sein und idealerweise kommt der Wind von Süden. Die Bedingungen müssen perfekt zusammenpassen und selbst dann gibt es keine Garantie, dass man die Blue Diamonds sehen kann. Ich bin natürlich kein Naturwissenschaftler und trotzdem habe ich die Blue Diamonds gefunden. Wie habe ich das gemacht? Tretet auf Facebook den richtigen Facebook-Gruppen bei. Es gibt Beach-Gruppen oder Beaches of Kinmen-Gruppen. Dort teilen Urlauber, aber auch Locals Orte und Zeitpunkte, wo man wahrscheinlich die Blue Diamonds erkennen und finden kann. Dazu muss man aber relativ spontan sein. Das ist dann so ein bisschen wie eine Schnitzeljagd. Jemand postet online, sagt, hey, heute Abend an diesem Strand kann man die Blue Tears sehen. Dann springt ihr auf euren Scooter, packt die Taschenlampe ein und fahrt eben zu diesem mehr oder weniger abgelegenen Strand. Dort findet ihr aber in der Regel schon ein paar Gleichgesinnte und gemeinsam sucht ihr dann die Blue Tears. Mit etwas Glück und den richtigen Bedingungen kann man die dann eben mehr oder weniger gut sehen. Das mit der nächtlichen Schnitzeljagd am Strand funktioniert. Allerdings gibt es eine bessere Methode und die heißt Bootsfahrt. In den gleichen Gruppen posten Bootsfahrtanbieter spontane Ausfahrten, die könnt ihr dann direkt reservieren. Ihr müsst wieder sehr schnell sein, ihr müsst dann zum Hafen in derselben Nacht kommen und dann fahrt ihr eben raus aufs offene Meer und habt einen wesentlich besseren Blick und eine bessere Wahrscheinlichkeit, wirklich gute Aufnahmen machen zu können. Ich habe das gemacht und bei mir hat es funktioniert. Ist ein unglaublich krasses Naturphänomen. Es gibt weltweit nur wenige Orte, wo man diese Unterwasser-Glühwürmchen so sehen kann. Ich meine, auf Matsu in Taiwan gibt es die auch. Wenn ihr noch andere Orte wisst, gerne einen Kommentar hinterlassen und unten anfügen. Ich freue mich auf euren Input. Ich habe meine Aufnahmen der Blue Diamonds in meiner Strand-Episode geteilt. Das ist schon ein bisschen her, das sind glaube ich 2 Jahre sogar schon her. Und ich habe die Aufnahmen auch mit meinem Smartphone gemacht. Das ist nicht so ideal für Nachtaufnahmen. Die Blue Diamonds sehen in Wirklichkeit besser aus als auf meinem Video. Online findet man auch professionelle Aufnahmen, die aber oft stark überarbeitet sind und richtig glühen. So krass war es dann, glaube ich, doch nicht. Ich verlinke euch unten auch mal noch einen Artikel mit weiteren Details zu den Blue Diamonds. Jetzt kommen wir zum nächsten Thema und das ist die Vorliebe der Chinesen für den Sand aus Kinmen. Das war natürlich am Anfang sarkastisch gemeint. Ich spreche von den chinesischen Sandbaggerschiffen, die den taiwanesischen Behörden ein echtes Dorn im Auge sind. Man muss dazu sagen, dass Sand einfach ein extrem knappes Gut ist. Das ist sehr wichtig für die Betonherstellung und Landgewinnung. Besonders in der Megastadt Xiamen direkt vor Kinmen ist der Bedarf enorm. Wenn ihr also in Kinmen am Strand steht und nach Xiamen schaut, dann seht ihr ganz häufig so Schiffe, die da hin und her fahren und irgendwie Sand abbauen. Diese Sandbaggerschiffe saugen buchstäblich den Sand vom Meeresboden ab und bringen ihn aufs chinesische Festland. Dabei ist der Bedarf an Sand dermaßen groß, dass diese Schiffe auch
immer wieder in taiwanesische Gewässer eindringen. Die Küstenwache Taiwans hat mehrfach über solche Vorfälle berichtet. Einige Kinmenesen witzeln deshalb darüber, dass der neue Flughafen in Xiamen ja eigentlich zu Kinmen gehören würde. Und das ist nicht ganz falsch, denn der Flughafen steht maßgeblich größtenteils auf einer künstlichen Insel, wahrscheinlich aufgeschüttet mit Sand aus Kinmen. Und weil wir gerade vom Blick aufs Meer von Kinmen nach Xiamen sprechen, grundsätzlich wirken die Gewässer rund um Kinmen recht offen. Ich weiß nicht genau, wie streng der Verkehr zwischen China und Xiamen reguliert ist. In jedem Fall sind viele Fischerboote unterwegs und ich habe in der letzten Folge schon erwähnt, dass es eine Fährverbindung nach Xiamen gibt. Aber natürlich sind die Wasserwege und Strände geschützt. Ich habe das selber erlebt, als ich am Strand von Guningtou ein Video gedreht habe. Das liegt ein bisschen abgelegen und ist kein typischer Touristenstrand. Wie so oft war ich da mit meinem Tripod, mit meinem Stativ und meinem Handy am Rumwerkeln und ich glaube, nach ein paar Minuten kam dann die Küstenwache, die haben mich gesehen und wurden so ein bisschen misstrauisch. Was ist passiert? Ich war da eben am Filmen und nach ein paar Minuten am Strand kam ein grünes Polizeiauto angefahren. Darin waren zwei Männer in Uniform, in orangener Uniform. Ich wusste, dass das die Küstenwache ist und war eigentlich auch schon fertig mit Filmen. Ich habe die aus der Ferne gesehen, mein Tripod abgebaut und bin so langsam zurückgelaufen zu meinem Scooter. In meinem Kopf habe ich mir so ein bisschen den Dialog auf Chinesisch zurechtgelegt. Also ich spreche so ein bisschen Chinesisch, aber das ist ja schon ein bisschen komplizierter zu erklären, was ich da eigentlich mache. Die beiden Herren wollten aber gar nicht groß mit mir sprechen. Die saßen da einfach in ihrem Auto und haben gewartet, bis ich wieder abgereist bin. Wahrscheinlich wollten die nur sicherstellen, dass ich keinen alten Kühlschrank oder so am Strand verbuddle. Ich nehme an, dass die Küstenwache mich damals irgendwie per Video gesehen hat und sich die Sache näher anschauen wollten. Nachdem sie dann erkannt haben, dass ich halt dann nur irgendwie ein Video mache, hat sich die Sache wahrscheinlich irgendwie von selbst schon erledigt. Ich muss aber trotzdem dazu sagen, dass es immer wieder zu ernsteren Zwischenfällen kommt. Vor einem Jahr etwa zum Beispiel versuchten chinesische Fischer sich einer Kontrolle durch die taiwanesische Küstenwache zu entziehen. Sie wollten zurück in chinesische Gewässer fliehen, doch ihr Boot kenterte. Und nicht alle Fischer konnten durch die taiwanesische Küstenwache gerettet werden. Der Vorfall sorgte in China für großes Aufsehen. Das Video der Flucht wurde auf sozialen Medien weit verbreitet und sogar Xi Jinping himself musste eingreifen, um die Situation zu beruhigen. Allgemein ist die Küste nicht so abgeriegelt, wie man das erwarten würde. Es gibt immer wieder Versuche von Leuten aus China nach Kinmen zu kommen mit irgendwelchen Behelfsbooten. Es gab einen Fall von einem taiwanesischen Soldaten, der nach China abgehauen ist und dort Asyl suchte. Man weiß aber, dass der sehr hohe Schulden hatte und wahrscheinlich deshalb nach China gegangen ist, um diesem Schuldenberg zu entgehen. Generell spürt man die Präsenz der Armee nicht, es sei denn, es gibt so einmal im Jahr ein Militärtraining, dann geht's rund, dann darf man auch nicht in der Küstenregion sein, weil da eben Militärboote Übungen abhalten. Aber abgesehen davon ist der Wasserweg nach China wirklich offen. Ein Beispiel, wo ich diese Offenheit gespürt habe, war eben diese nächtliche Bootstour mit den Blue Diamonds. Dort fährt man spontan zum Hafen, man bezahlt den Kapitän, die Pässe und die Ausweise werden kurzfristig geprüft, man wird registriert und das Boot wird ebenfalls registriert und dann geht die Tour schon los. Und im Rahmen der Tour kommt man der Küste Xiamens doch wirklich sehr nahe. Böse Zungen in Kinmen behaupten ja, dass gerade wegen dieser Offenheit der Schmuggel von getrockneten Pilzen boomen würde. Also keine Halluzinogenpilze, sondern einfach normale Speisepilze, die in China sehr viel günstiger sind als in Taiwan. Aber natürlich ist das nur ein Gerücht. Aber
zurück zu den schönen Dingen Kinmans und dazu gehört beim Thema Strand natürlich auch das Thema Vogelbeobachtung. Ich habe in der ersten Episode bereits erwähnt, dass die ersten Touristen, die nach der Öffnung Kinmans auf die Insel kamen, die kamen wegen der Vögel, das waren Ornithologen. Bevor ich nach Kinmen gezogen bin, habe ich mich noch nie mit dem Thema Vogelbeobachtung auseinandergesetzt. Aber ich kann euch sagen, dass Orte wie die Shuangli Wetlands oder der Skisee in Xiaotinmen das ganz schnell geändert haben. Durch die Lage an der Küste und die jahrelange Absperrung der Insel konnten sich einfach Flora und Fauna wirklich gut entwickeln. Besonders Zugvögel fühlen sich sehr wohl. Im Podcast ist es sehr schwer zu beschreiben, aber wenn ihr abends da am Sonnenuntergang sitzt und ihr seht halt Tausende von Vögeln auf die Insel zurückkehren, ist es ein traumhafter Anblick. Ihr steht da wirklich und seht so viele Vögel in diesem orange-gelben Licht auf- und absteigen. Auf jeden Fall anschauen, wenn ihr auf die Insel kommt. Ich lasse euch die Locations in der Beschreibung unten. Kinmen liegt in der Küstenregion von Xiamen. Kinmen hat sehr viele Strände zur Vogelbeobachtung und Kinmen hat auch sehr viele Baggerseen. Über die werde ich in der übernächsten Folge zum Thema Natur von Kinmen noch sprechen. Alle sind gut geeignet zur Vogelbeobachtung. Es gibt mehrere Beobachtungsstellen. Es gibt zum Beispiel das Tsi Lake Triangle Fortress. Das ist ein Café direkt am Strand. Man kann aber von dort auch sehr gut auf den Tsi Lake eben sehen. Und dort gibt es auch eine Ausstellung rund um das Thema Vogelbeobachtung. Ich bin wirklich kein Experte für Ornithologie, aber es ist ein unglaublich spannendes Thema hier auf Kinmen. Der Kinmen National Park hat eine echt gute Übersichtskarte mit den besten Orten und Zeiten zur Vogelbeobachtung. Das habe ich euch auch mal unten verlinkt. Wir sollten auch über das Oyster Festival sprechen. Wie bereits erwähnt, ist das Sammeln und Züchten von Meeresfrüchten auf Kinmen wirklich beliebt und eine alte Tradition. Je nach Saison werden Muscheln, Austern, Seeschnecken oder andere Köstlichkeiten eben gesammelt oder gezüchtet. Austern spielen dabei eine besonders wichtige Rolle. Generell lieben die Taiwanesen Austern, aber auf Kinmen sind sie ein echtes Kulturgut. Es gibt zahlreiche Austernfarmen und auch ein spezielles Austernfestival. Besonders interessant ist, dass die Austernzucht auf Kinmen einzigartig ist. Die Austern wachsen nämlich auf Granitblöcken, etwas, das man sonst kaum irgendwo findet. Sie sind zwar kleiner, gelten aber als besonders wohlschmeckend. Also unbedingt die Austern und andere Meeresfrüchte probieren, wenn ihr nach Kinmen kommt. Während der Erntezeit findet dann auch das erwähnte Oyster Festival statt, eine Art Wettbewerb im Austernschälen kombiniert mit einem kleinen Volksfest. Für Familien mit Kindern ist das besonders unterhaltsam. Für viele Kinmenesen ist das Festival des Jahres, ein super Jahreshighlight. Die Austernzucht ist Jahrhunderte alt, auch das Oyster Festival ist eine feste Tradition. Ich muss dazu sagen, für mich als Außenstehender war es ein bisschen schwierig, da Zugang zu finden. Deshalb habe ich auch kein eigenes Video über das Oyster Festival gemacht. Und jetzt noch ein paar praktische Informationen rund um das Thema Strand bzw. ein paar praktische Beispiele für besonders herausragende Strände. Selbst wenn ihr nicht nach Kinmen kommt, lohnt es sich diese Orte zu merken, denn die haben wirklich einen bemerkenswerten Hintergrund. In der letzten Folge habe ich bereits den Strand von Guningtou erwähnt. Das war der Ort, an dem der chinesische Bürgerkrieg endete. Dort hat die Rote Armee versucht, Kinmen zu besetzen und ist gescheitert. Zum Baden ist der Strand nicht wirklich geeignet, aber er ist natürlich sehr geschichtsträchtig. Die Küste Chinas sieht man übrigens fast überall im Norden von Kinmen. Ein besonders beliebter Ort für Fotos ist die Tiandun Seawall. Allerdings gibt es im Norden weniger Badebuchten und leider gelangt auch immer wieder Verschmutzung vom chinesischen Festland ins Meerwasser.
Dafür hat man im Norden aber natürlich einen feinen Blick auf die Sandbaggerschiffe. Übrigens ist der nächste Punkt zwischen China und Taiwan auch in Kinmen. Am nächsten ist man China am Mashan Outpost, einem ehemaligen Beobachtungsposten im Nordosten der Insel. Heute ist das eine Touristenattraktion und ja, natürlich habe ich dazu auch ein eigenes Video gemacht. Zum Schwimmen geht ihr besser auf die Südseite der Insel und dort habe ich ja den Ozo Beach bereits erwähnt. Dort gibt es auch sehr gute Umkleidemöglichkeiten und sehr viel Platz. Mein persönlicher Favorit ist aber der Liaolou Seashore Park, weil dort meistens kaum jemand unterwegs ist. Der Strand ist so ein bisschen abgelegener. Ein wirklich schöner Strand für einen Spaziergang und tolle Fotos ist der Chenggong Beach. Der ist ebenfalls auf der Südseite, fast genau in der Mitte von Kinmen. Er ist leicht zu erreichen und liegt direkt am Fuße der Tianlan Western Style Mansion. Über dieses Haus und andere Western Style Buildings spreche ich dann in der nächsten Folge. Diese Häuser in dieser Form gibt es nur auf Kinmen und sie spielen eine besondere Rolle in der Geschichte der Insel. Heute sind sie natürlich auch eine wichtige Sehenswürdigkeit für Touristen. Denn in der Vergangenheit, vor so etwa roundabout 200 Jahren, haben viele Kinmenesen ihr Glück im Ausland gesucht, in anderen asiatischen Ländern. Einige von ihnen waren erfolgreich und haben mit ihrem Reichtum dann Häuser auf Kinmen finanziert, die sich deutlich vom sonst so typischen Minnan-Style unterscheiden. Aber dazu mehr in der nächsten Folge oder schaut euch einfach schon jetzt mein Video zu den Western Style Buildings auf Englisch an. Aber ich glaube, hier machen wir jetzt mal einen Cut für diese Folge. Es gibt natürlich noch viel mehr Strände auf Kinmen, viel zu viele, um sie alle hier zu erwähnen. Ich glaube, für heute haben wir wirklich genug gelabert. Wenn ihr Fragen habt oder Feedback, schreibt gerne einen Kommentar. Ich freue mich auf eure Rückmeldung und natürlich liken nicht vergessen. Danke fürs Zuhören und hoffentlich bis bald. Ciao! Thank you so much for watching. Hope to see you soon. Like and subscribe.